Heavenly Father, we thank you that we can gather here together to study your word. Segne dieses Studium und hilf auch unserem Bruder Mark. Please bless this study and help also our brother Mark. Und wir wollen noch beten für das Seminar, was ansteht. And we also want to pray for the seminar that is ahead of us, Dass du es segnest und leitest. that you might bless it and lead it. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name, amen. Okay, good morning everyone. Guten Morgen alle zusammen. Okay, so in Daniel 12 it says that the wise will understand. Daniel 12 sagt es ja, dass die Weisen verstehen werden. And what is it that they'll understand? Und was ist es, was sie verstehen werden? Yes, right? Ein Krieg zwischen Nord und Süd. They'll understand Daniel 11. Wir werden Daniel 11 verstehen. And Daniel 11 is just prefigured by all the chapters leading down to it, right? Daniel 11 ist ja einfach nur vorausgestattet durch die ganzen Kapitel, die zu Kapitel 11 hinabführen. Okay, so at the top here we have a reform line, right? The seven thunders. Also hier oben haben wir die Reformlinie, die 7 Donner. Okay, now when we've been going through these two Sunday laws, Wenn wir jetzt hier durch die 2 Sonntagsgesetze hindurchgegangen sind, okay, they're prefigured by 2 pharaohs. die sind ja vorausgestattet durch 2 Pharaonen. Okay. And when you look closely at this, what's the difference between this pharaoh and this pharaoh? Wenn man das genauer betrachtet, was ist der Unterschied zwischen dem Pharao und jenem Pharao? No, they're both bad, but that's not the point. What's the difference between them? Beides böse Pharaonen, aber was ist der Unterschied zwischen denen? There's nothing good about what Pharaoh does here, right? Nichts Gutes über den Pharao, den er hier macht, was der hier macht. Einer tut Buße, nein. Yes, I'm out. That's not what I'm asking. What's okay? What does it say about this Pharaoh here? Was sagt es über diesen Pharao hier? Das ist ein Mysterium. No, it says that he knew not Joseph. Also er sagt hier, er kannte Josef nicht. Okay, and who's this one a parallel to? Und zu wem ist das ja, dieser Pharao hier eine Parallele gestellt hat? To Belshazzar, right? Zu Belshazzar. Okay, so you got. Now the question is, did Pharaoh know Joseph? Und die Frage ist, kannte Pharao Josef? Also, Yeah, he physically knew who he was, right? physisch gesehen wusste er, wer Josef war. I mean, they had all these, don't know, but over 1 million Jews in Egypt. Of course, he knew who Joseph was, right? Sie hatten ja über 1 Million Juden da im eigenen Land. Natürlich wusste er, wer Josef war. But what does it mean? He didn't know Joseph. Und was bedeutet es, dass er Josef nicht kannte? No, come on, that's your own thoughts. My brother. Sorry, what does the Bible mean when you don't know somebody? Also was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, dass du etwa jemanden nicht kennst? It didn't know Christ, right? Er kannte Christus nicht. Joseph was a type of God, and when we don't know God, we don't know his character, right? Also Josef war ein Typus für Christus und wenn du Gott nicht kennst, dann kennst du seinen Charakter nicht. Okay. He says it about the first Pharaoh. Sorry? If you refer to the verse in Exodus 1 verse 8, it says it about the first Pharaoh, this one, that he didn't know Joseph. Sagt ihr es über den ersten Pharao, dass er Josef nicht kannte? Maybe it does say the same thing about the second. I'm just saying. Vielleicht sagt es auch über den zweiten, aber in der Bibel steht, dass es hier auf den ersten Pharao zutrifft, dass er Josef nicht kannte. And there arose a new king of Egypt which knew not Joseph, and then it speaks about chapter 3 about the birth of Moses. Also da steht dann, dass letztendlich das über die Geburt Okay, Moses spricht. Das maybe spricht it is the first one, but
spricht also über den ersten Pharao, der Josef nicht kannte. Okay, maybe I'm wrong. It doesn't matter. The point is that they don't know his. It means that you don't know his character, right? Also dann habe ich das wohl verwechselt, aber es bedeutet letztendlich, dass man also den Charakter Gottes nicht kennt. Okay, Belshazzar, right? Did Belshazzar know who Daniel was? Wusste Belsazar, wer Daniel war? Yeah, he knew who he was physically, but Belsazar wusste, wer Daniel physisch gesehen war, aber er kannte ihn nicht. the point I want to make is the difference between these two, or this one entity here, right, is that they forget what was done in here, right? Also letztendlich diejenigen hier vergessen letztendlich, was hier passiert ist. Okay, so the point I want to make in this one here, right? You have who would be the parallel to Pharaoh? In dieser Linie, wer wäre die Parallele zu dem Pharao hier? Nebuchadnezzar, right? Nebukadnezar. So, okay, and then you have this 7 years here, right? And so these two set up the Sunday law. They're persecuting God's people, but when they get delivered the truth here, they humble themselves for this time period, right? Die beiden hier machen das Sonntagsgesetz und wenn ihnen hier die Wahrheit offenbart wird, werden sie hier für diese Zeit hier gedemütigt. Okay, and so we understand that a different leader comes up here, and it's one that doesn't remember this past, so that they're more guilty for what took place, right? Und dann kommt hier ein anderer Führer hier auf und er erinnert sich nicht mehr an das, was hier zuvor passiert ist und deswegen ist er schuldiger als der Erste. Okay, but in the book of Ezekiel, right? Im Buch Ezekiel, The king of Babylon, right? It's the king of the north, right? ja, das ist der König von Babylon, der König des Nordens. Who does it represent? Und wen stellt das dar? Well, it's Nebuchadnezzar, right? Das ist Nebukadnezar. But who does it represent? Aber wen stellt es dar? Yeah, it's Christ, Im right? Buch Ezekiel ist es Christus. It's the true king of the north, Das ist right? der wahre König des Nordens. So this is this thing that we have to grasp in our minds, right? Das ist, was wir in unserem Verstand verstehen müssen. Because Nebuchadnezzar is the king of the north, right? Nebukadnezar ist der König des Nordens. And Pharaoh is the king of the south. Und Pharao ist der König des Südens. But both these are the same entity, Aber beide sind in dieser Darstellung hier dieselbe Einheit oder dieselbe Macht. right? Richtig? So the kings are all represented by the dragon. Die Könige, die werden ja alle durch den Drachen The dargestellt. tells us there that kings, rulers, and governors represent the dragon. Sagt uns ja, Könige, Regierende und Herrschende, die stellen den Drachen dar. And the dragon is Egypt. Und der Drache ist Ägypten. Okay, so when Christ is coming, the true king of the north, Und wenn Christus kommt, der wahre König des Nordens, right? For instance, in Ezekiel, go to Ezekiel 20. zum Beispiel zum Buch Ezekiel, Go to 29. Ezekiel 29. In fact, just go to Ezekiel 27. Sorry. Oder fangen wir in Ezekiel 27 an. So, at the beginning there, in verse 1, Ezekiel 27, Vers 1. it says, "The word of the Lord came again unto me, saying, Now thou son of man, take up a lamentation for Tyre." Right? And who is Tyre, spiritually speaking? Bis Vers 2. Wer ist Tyrus geistlich gesprochen? Yeah, it's the woman, right? Papsttum ist es diese Frau. And the woman is sitting on all these merchants, right? Diese Frau, die sitzt hier auf all diesen Handelsmächten. And these merchants are the kings of the earth. Und diese Händler hier sind die Könige der Erde.
So what you've got is the woman here sitting on the dragon. Also was wir hier sehen, ist also wie die Frau auf dem Drachen sitzt. Right? And the one that comes against them to punish them here is the king of Babylon. Und derjenige, der jetzt gegen sie hier kommt, um sie zu bestrafen, ist der König Babylons. So you have the king of the north. Wir haben also den König des Nordens, Equals Christ. der stellt Christus dar. And he comes to punish, right? He comes to punish this entity. Und er kommt jetzt, um diese Einheit hier zu bestrafen. Okay, but when Christ has been illustrated as the king of the north, he's not. You don't see it in the Bible that Nebuchadnezzar is punishing Nebuchadnezzar, right? Also wenn Christus jetzt als der König des Nordens darstellt, dann findest du keine biblische Geschichte, wo steht, dass Nebukadnezar bestraft. You see Nebuchadnezzar punishing Pharaoh. Aber man kann sehr wohl lesen, wie Nebukadnezar Pharao bestraft. Did Pharaoh make the Sunday law? Und hat Pharao das Sonntagsgesetz gemacht? Yes. Ja. But it tells us Nebuchadnezzar makes the Sunday law. Aber es sagt uns auch, dass Nebukadnezar das Sonntagsgesetz macht. So we got to bring these things together and understand when Christ is the king of the north, he's dealing against Pharaoh. When Satan is the king of the north, right, he's illustrated by Nebuchadnezzar. Also wir müssen verstehen, dass wenn Christus der König des Nordens ist, dann kommt er gegen Pharao. Aber wenn Nebukadnezar, When Satan is the king. wenn Satan der König des Nordens ist, dann ist er Nebukadnezar. Right, it's the earthly king of the north, Dann right? ist er der irdische, dieser falsche König des Nordens. So we got to really understand these stories. They're quite confusing unless you bring them all together. Und wir müssen diese Geschichten alle verstehen, denn sie sind ziemlich verwirrend, wenn wir sie nicht alle zusammenbringen. Okay, so and on top of that, you have the work of Cyrus in Isaiah, in the book of Isaiah. Und über all dem haben wir auch noch das Werk des Kyros im Buch Jesaja. Okay, and Cyrus represents the work of Christ, right? Und Kyros stellt auch das Werk Christi dar. So when Cyrus comes against Babylon, what symbols is he represented by? Also wenn Kyros oder als Kyros gegen Babylon kam, durch welches Symbol ist er dargestellt Or worden? should I say, where does he come from? Oder aus welcher Himmelsrichtung kam er? No. Cyrus. Sorry? Cyrus, you're talking. So he just comes from the north. Kommt er nur aus dem Norden? It's just. No, Oh, well, against. You mean against Babylon? You're from the east. East were from He Babylon. comes from the north and the east, right? It says it in both places, right? Also in der Bibel steht, dass er einmal von Norden gegen Babylon kommt und einmal von Osten gegen Babylon Right. kommt. It's the tidings out of the east and the north, right? Es stellt diese Gerüchte oder diese Botschaft aus Nord und Ost dar, aus Daniel. Okay, but in Ezekiel 28, you have, In Hesekiel 28 jetzt. you go to if you go to verse 25. Wenn wir zu Hesekiel 28, Vers 25 gehen. It says, "The ships of Tarshish did sing of thee in thy market, and thou wast replenished and made very glorious in the midst of the seas. Thy roars have brought thee into great waters. The east wind hath broken thee in the midst of the seas." Sorry? This chapter 20. Yes, that's where we were at chapter No, 12. I was 28. Okay, also wir sind immer noch im Kapitel 27 und lesen jetzt Vers 25. I don't know, I don't remember, but I know that we No, went to I 27. don't know what you said. I just heard the translation, I think. Okay, so I don't know what he heard from you. Let's go to chapter 28. It doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter, right? So the point is that the east wind breaks the ships of breaks Tyrus, right? Also wir haben hier in Hesekiel 27, Vers 26, dass der Ostwind Tyrus zerbricht. Okay, and then in verse 34, Und dann in Vers 34, it says, "In the time when thou shalt be broken by the seas," right? And the seas represents the nations, the south.
Also hier wird jetzt Tyrus durch die Meere zerbrochen und die Meere stellen ja die Nation, den Süden dar. Okay, so we got to understand all these different symbols that are partaken in the punishment, right? Deswegen, wir müssen die ganzen verschiedenen Symbole verstehen, die dort in dieser Bestrafung enthalten sind. Okay, so this is what the wise will understand. They will understand that God sets up kings and he takes down kings. Und das, was die Klugen verstehen werden, sie werden verstehen, wie Gott Könige einsetzt und absetzt. For instance, go to 2 Chronicles. Beispielsweise gehen wir zu 2. Buch der Chroniken. Zweite Chroniken. Excuse me, I'm just trying to find the point that I'm looking for. It's 35. yes, chapter 35. Kapitel 35 And if we go to verse 20, und dann zu Vers 20. 2. Chroniken 35, Vers 20. it says, After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho, king of Egypt, came up to fight against Carchemish by Euphrates, and Josiah went out against it. So, who's Pharaoh coming up to fight against? Gegen wen kommt jetzt hier Pharao, um zu kämpfen? Yes, but who was it? Okay, it's Babylon, the king of the north, right? Also kam jetzt gegen Babylon oder Syrien hier, den König des Nordens. Karkemisch, Babylon was. But he sent ambassadors to him, saying, What have I to do with thee, thou king of Judah? I am come not against thee this day, but against the house wherewith I have war. For God commanded me to make haste. Forbear thee from meddling with God, who is with me, that he destroy thee not. So what does it say here about the king of the south? Vers 21. Was sagt es hier über den König des Südens? Right, so the Lord sent him, Er war von Gott gesandt. right? And Ja, Josiah was hat ihn meddling gesandt. with... What did Josiah not understand here? Und Josia hat sich da eingemischt. Und was hat Josia folglich hier nicht verstanden? He was not wise, right? Because he didn't understand that God sets up kings and takes down kings, Er hat right? nicht den Kampf zwischen Nord und Süd verstanden. Er war keine kluge Jungfrau. Er hat nicht verstanden, dass Gott Könige einsetzt und absetzt. Okay? And just to remind you of this point we read last night, go to Romans chapter 13. Lass uns an diese Punkte erinnern aus gestern von Römer 13. Our minds need constantly reminded. Wir müssen beständig an diese Sachen erinnert werden. Verse 1. Römer 13, Vers 1. It says, Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Right? So God sets up kings and he takes down kings, right? Also Gott setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. This is what Josiah was doing, right? Vers 2, also das ist, was Josia getan hat. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger, to execute wrath upon him that doeth evil. So when Nebuchadnezzar came to Babylon, what did he do to Jeremiah? Als Nebukadnezar nach Babylon gekommen ist, was hat er mit Jeremia getan? Yes, he was not coming to punish Jeremiah. He came to punish all those that were doing evil, right? Er hat Jeremia freigelassen, denn er kam ja nicht, um Jeremia zu bestrafen, sondern all diejenigen, die Böses getan haben. Jeremiah didn't interfere
with what the Lord had ordained, right? Jeremia hat sich ja nicht irgendwie da eingemischt mit dem, was der Herr eingesetzt hatte. And we're not to interfere with what's about to happen before our eyes, right? Und wir sollen uns auch nicht einmischen mit dem, was vor unseren Augen geschieht. But we are to give the appropriate warnings, right? Sondern wir sollen vielmehr die entsprechende Warnung geben. But you can't give a warning about something unless you understand it, Aber du kannst ja keine Warnung über etwas geben, es sei denn, du verstehst es. right? Richtig? So our soul thoughts at the moment should be to understand this war between the north and the south, right? Deswegen unsere ganze Aufmerksamkeit sollte momentan darauf liegen, dass wir diesen Kampf zwischen Nord und Süd verstehen. Because right here, that war is going to culminate. Denn genau hier wird ja dieser Krieg sich letztendlich zuspitzen und den Höhepunkt erreichen. And according to Joel, what is it? Und gemäß Joel, was ist das? Maybe my question's a bit vague, but if you just think of Joel, what is Joel telling them? Vielleicht ist meine Frage ein wenig vage. Was sagt Joel ihnen? Sorry? On the next one, awake. Yeah, look, this is just one. Okay, I get your point, but it doesn't matter. Joel steht hier und der Weg markiert hier. To awake. Und was Okay. sagt er? Er sagt, wacht auf. In relation to what we're talking about, what is Joel telling them? Aber in Bezug auf das, was wir hier besprechen, was sagt Joel ihnen? We're talking about the war between the north and the south. So what is Joel going to tell them? Wir sprechen ja gerade über den Krieg zwischen Nord und Süd. Also worüber spricht Joel folglich? Speaking about these four insects that Right, Er okay. spricht über diese 4 Insekten, die über das Land gekommen Okay, so on that thought, Fyodor, in Daniel 8, what do we see in Daniel 8? Do we see the 4 insects in Daniel 8? Jetzt entlang dieses Gedankens, was sehen wir in Daniel 8? Sehen wir da auch die 4 Insekten? Okay, and Yeah. what's the difference between them? What's the difference between these 4 kings in Daniel 8? Aber was ist der Unterschied zwischen den 4 Insekten und den 4 Königen aus Daniel 8? Verse. Let's get to the verse. well, there 8 is more talking about the riches aspect, right? Okay, maybe we're just way off. It's probably my fault that I just don't ask the right questions. But when you go to Daniel 8, right, Wenn wir zu Daniel 8 kommen, we're talking about a war between the north and the south. So that if I'm referring you to Daniel 8, what I'm trying to refer you to is a war between the north and the south, right? wir sprechen ja über den Krieg zwischen Nord und Süd. Deswegen, wenn ich jetzt zu Daniel So. 8 gehe, dann möchte ich auf diesen Krieg zwischen Nord und Süd zu sprechen kommen. So how does Daniel represent the war between the north and the south? Also wie stellt Daniel Daniel, 8, should I say? Daniel in Kapitel 8 den Krieg zwischen Nord und Süd dar? The ram and the bull. Okay, the ram and the he-goat, right? Wieder und den Ziegenbock. And the ram is representing the first 2 insects, right? And the he-goat would be the third one. Und der Widder stellt die ersten beiden Insekten dar und der Ziegenbock wäre dann das dritte Insekt. In some respects, right? In einer gewissen Art und Weise. Because, I mean, if in Joel chapter 2, what does he say that those 4 insects represent? Denn in Joel Kapitel 2, was sagt er? Was stellen diese 4 Insekten dar? The northern army, Die nördliche Armee. right? So it's to do with the Sunday law crisis, right? Das hat also etwas mit der Sonntagsgesetzkrise zu tun. Because it's talking about an empire, right? It's one nation. Es spricht ja über ein Imperium, über eine Nation. And the war between the north and the south is not 2 kingdoms fighting, it's a revolution or a civil war that takes place, Und der right? Krieg zwischen Nord und Süd ist nicht sozusagen mehrere Königreiche, die gegeneinander kämpfen, sondern es ist eine Revolution innerhalb dieses Kaiserreiches. Okay, so when Joel is standing here, what does Joel now understand? Also wenn Joel jetzt hier steht, was versteht er? He understands the war between the north and the south, right? This is what's revealed to him here. Right? Steht hier den Krieg zwischen Nord und Süd, das ist, was ihm hier offenbart wird. So when he says, hath this been in your days or even in the days of your fathers, he's pointing them back to what's just taken place, right? Wenn es hier geschrieben steht, ist das in deinen Tagen gewesen oder in den Tagen deiner Väter, dann weiß er, hier sieht zurück über das, was gerade hier passiert ist. So what's he pointing them forward to?
Und worauf weist er sie dann vorwärts hin? The repeat of what just happened. Yes, right? Er sagt, das wird sich wiederholen, was gerade passiert ist. Okay, the war between the North and the South, Das war der right? Krieg zwischen Nord und Süd. Okay, so go to go to Revelation 12. Gehen wir jetzt zu Offenbarung 12. And go to verse 7. Dann gehen wir zu Vers 7. It says, and there was war in heaven. Es gab Krieg im Himmel. Now think about that. Where are we on our line? Denkt darüber nach. Wo sind wir auf der Linie? And why? Und warum? No guessing, right? Look at the symbols and the answer is right there in front of your eyes. Keine Raten, schaut die Symbole an. Die Antwort ist hier direkt vor euren Augen. It says in verse 5 that she had a birth and then she went and hid herself for. Yeah, but It's after the little time of peace. okay, but just that's true. But just look at verse 7. The answer is right there. Lass uns Vers 7 anschauen. Die Antwort ist genau hier. Sorry. Where the north and It south. says there was war in heaven. Es gab also Krieg im Himmel. Sorry. Why does it say there's a war in heaven? Warum sagt es hier, dass es einen Krieg hier im Himmel gab? It's speaking about something at the end of the world. What's heaven? Spricht er hier etwas über das Ende der Welt? Was ist der Himmel? Okay, maybe it's not getting the point. Right, there's a shaking of the earth and a shaking of the heavens and the earth, right? Ja, eine Erschütterung der Erde und eine Erschütterung des Himmels und der Erde. Okay, these things were prefigured by something in the beginning, right? Und diese Dinge sind ja vorausgeschattet worden durch etwas am Anfang. Okay, and what I would understand, and Fyodor is correct, right, that it's speaking about something at after the little time of peace, Und which would be wie what? ich das verstehe, dann spricht das hier etwas, und wie Fyodor auch gesagt hat, dass es etwas hier beschreibt, was nach der kleinen Zeit des Friedens kommt. Also was wäre es dann? What's at the end of the little time of peace? Was ist am Ende der kleinen Zeit des Friedens? Time of trouble. A time of trouble, right? Eine Zeit der Trübsal. But which time of trouble? Aber welche Zeit der Trübsal? The second one, Die right? zweite. And the second one is the shaking of the heavens and the earth, right? Die zweite Zeit der Trübsal ist die Erschütterung des Himmels und der Erde. So the Lord is very specific when He marks these things, right? Because He wants to point us to something, right? Er ist sehr genau, wenn er diese Dinge markiert, er möchte uns auf etwas hinweisen. For instance, this war that took place in heaven, has it manifested itself yet? Also zum Beispiel dieser Krieg zwischen, also der hier im Himmel passierte, hat er sich schon manifestiert? In our time? In unserer Zeit. Also im Prinzip, Okay, look. We're here in this time period, right? also wir sind ja hier in dieser Zeit. So I'm asking, has the war in heaven manifested itself yet? Hat sich der Krieg im Himmel schon manifestiert? No, Nein. right? Joel is pointing forward to it, right? Joel weist dort nach vorne, wo das dann passieren wird. Okay, we are not quite here yet. We're still trying to understand this because we can't give this unless we understand this, right? Denn wir sind ja noch nicht ganz hier angekommen. Wir verstehen ja hier in dieser Zeit jetzt noch das zu verstehen. Aber wenn wir hier sind, dann weisen wir hier drauf, was passieren wird. Okay, when you take the two pharaohs, Wenn wir die zwei Pharaonen nehmen, for instance, you have 3 plagues followed by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? wir haben 3 Plagen gefolgt von 7 Plagen. There's a difference between this and this, Gibt es ja einen Unterschied zwischen den ersten 3 und den letzten 7. right? Richtig? The second is always worse than the first.
zweite ist immer schlimmer als der erste. Okay, can this be said the same about the first Sunday law to the second Sunday Wir law? können dasselbe über das erste Sonntagsgesetz und das zweite Sonntagsgesetz gesagt werden? Yes. Yes. Based upon what principle? Basieren auf welchem Prinzip? No, that's not the two Sunday laws. The world wars are within the Sunday law. Also die Weltkriege, ja, das ist aber innerhalb Just des a simple principle Sonntagsgesetzes. proves this point. Es gibt ein einfaches Prinzip, welches diesen Punkt beweisen würde. Sorry? It's progressive. They reject light darkness. Okay, that's the point, right? They knew about all this, but they still do it anyway, right? Also es geht um das Licht, was mehr erscheint dort, denn die wissen, was alles hier passiert ist und sie machen es trotzdem noch. The more light you reject, the greater the darkness, right? Je mehr Licht du verwirfst, desto größer wird die Finsternis. So this is just paralleled by the two times of trouble in the Sunday law, right? Also das hier ist ja einfach nur eine Parallele zu den zwei Zeiten der Trübsal innerhalb des Sonntagsgesetzes. So you have World War I Dort haben wir den Ersten Weltkrieg and World War II, right? und den Zweiten Weltkrieg. And this one was worse than this one, Der right? Zweite Weltkrieg war schlimmer als der Erste Weltkrieg, In some senses, right? in gewissen Weisen. Because here they were murdering millions of people in concentration camps, right? Just for the sake of murdering them. Denn hier sind Millionen von Leuten in Konzentrationslagern umgebracht worden, einfach nur um sie umzubringen. Okay, so in that sense, this war was worse than this one. In diesem Right? Sinne war dieser Krieg schlimmer als dieser Krieg. Okay, the evil. It's not so much that the First World War wasn't bad, but it's just that the evil manifested, right, was worse here than it was there. Das heißt jetzt nicht, dass der Erste Weltkrieg nicht schlimm war, aber das Böse, was da manifestiert wurde unter dem Zweiten, war schlimmer als unter dem Ersten. Right, just like the evil manifested by these two is much worse than these two, right? Genauso wie das Böse unter dem Zweiten viel größer war als unter dem Ersten. Okay, so go back to Revelation 12. Many more people died also in the Second World War. It was much more destructive. Yes. Also der Zweite Weltkrieg, da sind viel mehr Leute gestorben, es war einfach größer, viel zerstörerischer. Okay, Okay, gehen wir zurück zu Offenbarung 12. so what I would understand is that if we want to understand this here, we have to understand Revelation 12. Also, was ich sagen möchte, ist, dass wenn wir das kleine Fraktal, diese 10 verstehen wollen, müssen wir Offenbarung 12 verstehen. Okay, now, and the reason why I say that, go to 12:1. Und der Grund, warum ich das sage, ist, wenn wir jetzt zu Vers 1 gehen, in Kapitel 12, It says, There appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. What do we see here? was sehen wir hier? And where would we put it? Und wo würden wir das hin platzieren? It's a woman that is, according to verse 2, about to Yes. deliver a child, so she's not yet there. Yeah, it's not the church triumphant yet. Also sie ist dabei, das Kind zu gebären. Sie ist noch nicht ganz da, also sie ist noch nicht die triumphierende She's Gemeinde. not given birth yet, right? Sie hat noch nicht die Geburt durchlebt. Okay, so but I'm asking the question, what do we see in verse 1? When I'm asking what do we see, what symbols are there that's going to explain this to us, Aber wenn right? ich sage, was sehen wir hier, dann meine ich damit, welche Symbole können wir hier sehen, die uns erklären, wo wir das zu platzieren haben. Sign, Is a what, sorry? a sign appeared in heaven. Okay. Ein Zeichen ist im Himmel erschienen. Okay, and where would you put that and why? Und wo würdest du das hin platzieren und warum? Okay, who is this woman? Wer ist diese Frau? Represents God's people, right? Stellt Gottes Volk dar. And for instance, right? In Ezekiel 21, we spoke about this, right?
Hesekiel 21 haben wir darüber gesprochen. Okay, let's just try and parallel something. Go to Revelation 14. Lass uns etwas zunächst an parallel setzen, gehen wir zur Offenbarung 14. And go to verse 14. Offenbarung 14, Vers 14. It says, "And I looked, and behold, a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle." What do we see? Was sehen wir hier? What is this? Was ist das hier? Where is it? Wo ist das? What does it represent? Was stellt das dar? First harvest. Okay, the first harvest, which is here, right? Stellt diese erste Ernte dar. Das ist hier am Anfang. Okay, so what do we see there in relation to Revelation 12 and verse 1? Was können wir jetzt hier erkennen in Bezug auf Offenbarung 12, Vers 1? Crown. Right, the crown. Wir sehen Right? die Krone hier. Okay, now we know that this cloud that's represented there in Revelation 14:14 is not physically Christ, right? Also wir wissen, dass was hier in Offenbarung 14, Vers 14 hier dargestellt wird, in dieser Zeit hier ist es nicht physisch gesehen Christus. Okay, and we know that because Christ, when he comes here, right, he's coming here this is the time he's going to blot out your sins. Therefore, he's in the sanctuary, right? Wir wissen, in dieser Zeit hier ist es ja, wo Christus noch im Heiligtum ist und er zieht deine Sünden aus. So it represents his people, right? Stellt also sein Volk hier dar. That would be this woman there in Revelation 12, Das wäre also diese Frau in Offenbarung 12. right? Richtig? It's also the wonder, right? It also means sign. Yeah. Also Offenbarung 12, Vers 1, das Wunder ist auch Zeichen. I mean, sure there are many signs, or many places for signs, but in connection to what you just said, Matthew 24. Also Matthäus 24 gehen wir jetzt mal, wegen diesem Zeichen. It says in verse 3, Matthäus 24, Vers 3. as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Yes. They're asking for a sign, right? Yes. Die fragen noch ein Zeichen. And we go to verse 30. Und wenn wir dann zu Vers 30 kommen, That's the sign they were asking for, when shall all these things come to an end, and when shall be the final review, so to say, the end of the world. das ist ja, wonach sie gefragt haben, was ist das Zeichen dann der Wiederkunft, das Ende der Welt, das ist die finale Untersuchung. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. He comes to harvest. Yes. Also kommt jetzt hier zur Ernte. Yeah, but that's when after they've been resurrected, right? They then see in the distance the cloud coming. Aber das ist nachdem sie auferweckt worden sind, sie sehen jetzt in der Ferne Christus kommen. That in Revelation 14, him sitting in the cloud can't be this sign. Which Offenbarung harvest situation? 14, wo er auf der Wolke sitzt, kann nicht dieses Zeichen sein. Because this is the first harvest, right, in Revelation 14, because it says in verse That's what 21. I'm saying. But what I'm saying is in Matthew 24, Yes. the sign that they see can't be that what you're referring to in Revelation 14. Also in Offenbarung 14 ist das ja die erste Ernte gewesen, deswegen das Zeichen aus Offenbarung 14, die erste Ernte kann ja nicht das hier sein in No, Vers that's 30. the first harvest. If you don't listen to what I'm saying. In Matthew 24, those that are resurrected there, they're going to then see, because it says Matthäus 24, diejenigen, die auferweckt werden, immediately after Die the werden tribulation of those days, right? hier kommt. Shall the sun be darkened and the moon
not give her life, right? Vers This is the 29. shaking of the heavens. Haben wir gelesen. Yeah, but Das this ist die is, Erschütterung des Himmels. this is the beginning of the 10. The ist der sign Anfang, that they see here. das ist Anfang der 10. Okay, look, I'm explaining it. It can't be the sign that they see, right? Das kann nicht das Zeichen sein, was sie sehen. Because when you just go back to the first harvest, right? He resurrects them, they come up, and then shortly after they're resurrected, they then begin to see the sign, and it's coming, right? It's not there yet. Wenn er die erste Sichel reinwirft, dann werden sie ja erst auferweckt Because und dann werden sie ihn sehen. Deswegen, das ist was hier The geschrieben point that I'm making is that this is here the harvest, and then according to Matthew 13, right, it says that this harvest that is written in Matthew 24 is the final review, it's the end of the world, it's marking at the 10. no, I'm not denying that point, but Exactly. what I'm saying, what they're seeing in the clouds, right, is something that's coming. It's not there yet. But that's fine. Okay, but this one in Revelation 14, he's already there. He harvests them there. He resurrects them there. But the scripture doesn't teach you that much. It says right there at the 5th day of the 4th month, that's when the harvest takes place. That's the final review. So whether they I'm not arguing that point. see him or not, I'm not sure whether that makes a difference. Because this here, it says, they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven. The cloud that they see him coming on is the second harvest. Die Wolke, auf die sie ihn kommen sehen, das ist die zweite Ernte. That's Christ physically coming now to give them their glorified body, right? Das ist, wo Christus physisch gesehen kommt, um ihnen diesen Because- verherrlichten Leib zu geben. We know, right, when you go to, if you just take Matthew 24, right? The two times, right? Wenn wir Matthäus 24 anschauen, die zwei Zeichen Ja. der Trübsal. Erschütternde Erde, Yes. This is where they lift up their eyes, right das here, ist, wo sie die Augen erheben hier. and they see the sign, Sie right? sehen das Zeichen. But this one here, right, is no, that's not true. Because it says that this sign comes after the shaking of the heavens and the earth. In Matthew 24, the shaking of the heavens and the earth will be there. Right? That's what I'm talking about. Yes, so the shaking of the heavens and the earth, right, and Christ appears then in the clouds. You're not getting the point, right? Look, this here is just a parallel to this. So diese 10 dort unten ist eine Parallele zu diesen Linien. Okay, so Why it, this is because that sign there has to be here. This is the shaking of the heavens and the earth. Das zweite Zeichen muss dann hier sein, das ist die Erschütterung des Himmels und der the Erde. point that I'm making. I'm just speaking about verse 30. Verse 30 is the beginning. It's where the sign appears now in heaven, right, and the harvest begins. Look, Also Vers 30 ist der Anfang, wo das Zeichen im Himmel you and I are talking erscheint about two und completely different Yeah, things. but then I want to make a point why I'm to connect the signs. Okay, but I'm dealing with this Fyodor, right? I'm not dealing with the bigger No, I'm factor. dealing also with this. Right there, 5th day of the 4th month, verse 30, fulfilled. also, On this fractal. No, Like it that says doesn't really no, matter, it it's does. It's important, right? If you take the two harvests, right, and you put there's a harvest here, right? also wenn wir die zwei Ernten jetzt nehmen, die erste Ernte ist hier, This marks the resurrection, right? das markiert ja hier die Oh, besondere okay, just wait a minute. Auferstehung. It's the sixth plague. No, See. the 7th. It's the end of the sixth plague. It's between the sixth and the seventh, right? Das ist der Anfang der 7. Plage, das Okay, Ende der gut. 6. The 10th is the 7th day, so the beginning of the 6th is past, the 7th begins, so I'm not sure why. Die 6. ist zu Ende, die 7. fängt an. And look, just go. I don't know why you're making that argument. I'm making because we are in the 7th, that's why I'm making. And that's all. Gehen wir zur Offenbarung 16. Okay, so when you go to verse 13. Wenn wir zu Vers 13 kommen. I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Right? That's here. Das ist jetzt hier auf dem großen Fraktal. Okay. Now, Das that's ist 6. Plage. the second woe, Das ist auch die zweite Wehe. which is the French Revolution.
Das ist auch die französische Revolution. Okay, which is the shaking of the heavens and the earth, Das ist die Erschütterung des Himmels und der Erde. which is the sixth seal, Und das ist auch das 6. Siegel. which is the shaking of the heavens and the earth. Und das 6. Right. Siegel ist auch die Erschütterung des Himmels und der Erde. This is paralleling this, right? Wenn wir jetzt diese beiden That's the point I'm Linien trying to parallel get. setzen, dann ist das eine Parallele hierzu. Das ist der Punkt, den ich machen möchte. That's not what I was talking No, I know it's not what you're talking about, about. but just Then, go. I just wanted to make my point, so I don't, maybe you just didn't finish your point, that's why it looked like I wanted to figure, but it doesn't matter. So It's okay. that sixth plague, right, comes to an end there, and this right here is the seventh plague, right? Also die 6. Plage kommt hier jetzt zu That's Ende, what I'm am also Anfang der 10 und die 7. Plage fängt hier an. So right here, in between the sixth and the seventh plague, they get resurrected. Also hier zwischen der 6. und 7. Plage werden sie auferweckt. I'm not understanding why you make the statement like you do it, because it's in the seventh plague, so. There's an end of one, and there's a beginning of another. It's right at the beginning of the seventh. Also es ist Ende der 6., Anfang der 7., aber es ist am Anfang der 7., wo sie I don't know why you're arguing that point. I'm not, I just- just don't understand why you make this statement, but it doesn't matter. Because it's the end of one and the beginning of another, right? One has to end and one has to begin. Yeah, I totally agree with you. I just don't understand why you say that, because it's in the seventh, at the beginning of the seventh where this takes place. So why do you say it's between this and between that? I'm just making a point. It's Am where Anfang one der ends and 7. another one begins. Anfang der 7. 10 to 10. Und, Right. So right there he says it is done. und hier sagt er jetzt, ist es geschehen. Okay, so right there he resurrects two groups of people. Genau hier weckt er also 2 Gruppen von Leuten auf. So and those groups of people are resurrected. It says, and it tells us this in great controversy, is to hear two things: to hear the blessing being pronounced, and to see him coming in his glory. Right? Also die werden auferweckt, um 2 Dinge zu erfahren. Einmal die Segnung über die Heiligen zu hören, aber auch dann ihn in der Herrlichkeit zu sehen. Okay, so when they get resurrected, they hear him, the blessing being pronounced first. Also wenn sie auferweckt werden, dann hören sie zuerst die Segnung, die verkündigt wird. And then it says they have not yet seen him coming on the clouds in his glory. Und dann sagt es aber, sie haben ihn noch nicht gesehen, wie er auf den Wolken in der Herrlichkeit kommt. So the point I'm making is when they're resurrected here, it's not marking they haven't yet seen him coming on the clouds of his glory. It comes after they're resurrected. Ein Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn sie hier auferweckt werden, dann haben sie ihn noch nicht in der Herrlichkeit kommen sehen, sondern es ist erst nachdem sie auferweckt worden The sind. point that I'm just making is that the 5th of the 4th month, we mark it as the final review. I think there are lots of quotes and verses we can bring together to show Yes. that Matthew 24 verse 30 is the final review. So that there's this first resurrected and then they see them. I'm not arguing that But point, the it still final marks the the same final review point. is not a point in time though, it's a period of time. Der Punkt, den ich Okay, machen so möchte, ist, that's dass why I was referring. We can äh, the 4th month. That's am 5. Tag des 4. Monats fängt die finale Untersuchung an. Und das ist Matthäus 24, Vers 30. I haven't got no problem with that, but Das ist aber kein Zeitpunkt, sondern eine Zeitspanne. the point is that you went to Matthew 24, you said the sign that they see This is him right coming there. on the clouds of heaven Yes. is right there. Yes, it is there. It's Cyrus also who writes But there. it tells us in the Great Controversy they haven't seen him yet. Okay, but there are other scriptures which say right there it is the point where the sign appears. Okay, anyway, I don't know that we're going to get anywhere with that. Also wir kommen momentan noch nicht zu einer Übereinkunft. Go back to Revelation 12. Und gehen wir erstmal zurück zur Offenbarung 12. The point is that what I want us to understand, and the reason why I say it, is this here in Revelation 12:1 is the Christ on the cloud in Revelation 14:14. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass hier die Frau mit der Krone, hier in Offenbarung 12, Vers 1, ist auch dargestellt durch Christus auf der Wolke mit der Krone in Offenbarung 14, Okay. Vers 14. There's not been a birth yet.
ist noch keine Geburt stattgefunden. Okay, and Christ is still doing this work of blotting out the sins there, right? Christus tut immer noch dieses Werk der Sündenaustilgung hier. Okay, so he has to go all the way to the end here, and that work is complete. Er muss bis zum Ende hindurchgehen und dann ist dieses Werk völlig abgeschlossen. Okay, but Revelation 12 is going to illustrate to us this pattern like here. That's what I want us to understand. Offenbarung 12 wird uns dieses Muster hier illustrieren und das, was ich euch verstehen lassen möchte. Okay, so verse 3. Vers 3. It says, "There appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child. And she brought forth a man-child, which was to rule all nations with a rod of iron." Now, we looked at this yesterday. Bis Vers 5. Where are we marking verse 5? Wo markieren wir Vers 5? Das haben wir uns gestern angeschaut. And why? Und warum? Right here, right? Das ist hier, wo hier eben markiert ist. Because this would now mark where God now has a people that have come out of the belly and they're able to give this warning message. Das markiert jetzt, wo Gott ein Volk hat, sie sind aus dem Bauch gekommen und sie sind in der Lage, die Warnungsbotschaft zu geben. And she goes into the wilderness in verse 6. Und dann in Vers 6 geht sie in die Wüste. The woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. So, this is the 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die 7 Donner. Right? Because that's 1798 to 1844. Weil es aus 1798 bis 1844 ist. Right? Because the Millerites in 1844, what were they looking for? Wonach haben die Milleriten 1844 Ausschau gehalten? Yeah, they were looking for the sign of the Son of Man, right? Sie haben das Zeichen des Sohnes des Menschen erwartet. Okay, verse 7. Vers 7. It says, "And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon." So this is this point that I wanted to get us to. What's the next thing we see? Das ist das nächste, was wir sehen können in Vers 7. It's the war in heaven. Der Krieg im Himmel. Okay, so. So, we're somewhere in here, right? Wir stehen ja momentan hier irgendwo. And the Lord wants to finish a work in us so that we can come out the belly right there and warn them about the war in heaven that's about to take place right Er there. möchte uns hier zum Abschluss bringen, dass wir hier stehen können und die Warnung dann über diesen Krieg im Himmel geben können, der dort stattfinden wird. Right? Richtig? Okay, so okay, that was pretty much what I wanted us to look at this morning, because we've been sitting in this since we began this time period here. We're in this time of trouble, if you want to call it that. Also wir sind seit dieser Zeit in einer Art und Weise in dieser Zeit der Trübsal, wenn man das so sagen darf. Okay, we've been trying to understand all these things that are going on around us. Wir versuchen ja zu verstehen, was um uns herum passiert. But if we take the pattern here, right, from 3 plagues followed by 7 plagues, Also wenn wir das Muster hier nehmen, von 3 Plagen gefolgt von 7 Plagen, or the
first Sunday law followed by the second Sunday law, Das erste Sonntagsgesetz gefolgt vom zweiten Sonntagsgesetz. or the First World War followed by the Second World Der War, erste Weltkrieg gefolgt vom zweiten Weltkrieg. right? We see trouble in America, right? Dann sehen wir Trübsal in Amerika. Okay, and it's getting pretty bad. Und es wird ja immer schlimmer. I mean, the nation is completely divided. Die Nation ist vollständig geteilt. So, the glorious lands typifying heaven, and you see that in heaven there was a time period for people to see which side they were going to take their stand on. Everybody was given an opportunity. Das Right? herrliche Land schattet ja den Himmel voraus. Und da haben wir gesehen, letztendlich wurde ja allen eine Zeit eingeräumt, sich auf die eine oder die andere Seite zu positionieren. So, the question that I want to finish with is, in verse 7 there was war in heaven. What was it the result of? Die Frage, die ich stellen möchte, hier in Vers 7 steht, es gab Krieg im Himmel. Und was war das, warum war das Resultat? Saints were decided. Yeah, everybody had made their decision, right? Weil jeder dann seine Entscheidung getroffen hat. But the people in this time period, what's going on in here, do they really understand what's going on? Aber die Leute hier in dieser Zeit, verstehen sie wirklich, was vor sich geht? No, right? Nein. So the Lord will not allow Satan to do his work here until he's given them a warning, right? Deswegen der Herr wird dem Teufel nicht erlauben, sein Werk hier durchzuführen, es sei denn, er hat zuvor die Warnung gegeben. Okay, so last thought, go to John chapter 2. Letzter Gedanke, Johannes 2. So, in verse 7, Johannes 2, Vers 7. Jesus saith unto him, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. Right, that would be right here, right? Also, sie füllen hier die Wasserkrüge bis oben an, das wäre dann hier. And he saith unto him, draw out now, and bear unto the governor of the feast, and they bear it. So what are they doing now? Was machen sie jetzt hier in Vers 8? The king, the cup. Vor den König. Right, so they're standing before the king, right? Die stehen jetzt hier vor dem König. And they're bearing him this message, right? The third angel's message, which is the message about the cup, right? Sie bringen ihm jetzt diese Botschaft, das ist die dritte Engelsbotschaft, das ist dieser Kelch. Right? Richtig? So this is basically what's before us. This can't happen until the civil powers have been warned about what's about to happen. Also das hier kann nicht passieren, es sei denn, die Staatsmächte sind zuvor gewarnt hier über das, was kommen wird. Right? Richtig? Okay. So the only point that I'm trying to make is that whatever is being illustrated in these bigger fractals, in order to understand what's going here, we have to bring those things and understand them correctly, how they're illustrated in here. Den Punkt, den ich machen möchte, ist, was immer auch hier passiert, das muss basieren auf den Illustrationen der Größenfraktale passieren oder dass wir dann verstehen können, in welcher Reihenfolge das hier passieren wird. Okay, so the point that Fyodor's making, right? When you come into this illustration here, right? Der Punkt, den Förder gemacht hat, wenn wir zu dieser Darstellung hier kommen, This is the final thing you're going to see, showing that Christ is coming on the clouds, right? dann ist das hier das Finale, was passieren wird, wo Christus auf den Wolken kommt. Okay, but when you bring it down in here and you open this up again, right? Wo wenn du dann sozusagen da reinzoomst und das dann hier öffnest, Right, it's pointing forward to this time, and then there will be this final thing that will get done there again, right? du weißt das auf diese Zeit hier hin und dann wird da noch dieses finale Abschlusswerk ganz am Ende. Because this group that you're warning here, they have to get their sins blotted out, right? Which will take place right in Denn here. auch die Gruppe, die du hier warnst, die müsste ja auch ihre Sünden ausgetilgt bekommen. Das ist dann hier am Ende in dieser 10 Right. sozusagen. So it's these
repeating patterns, So right? diese wiederholenden Muster. So it all depends which pattern you're in, how you look at something, right? Das hängt also immer davon ab, in welchem Muster du dich befindest, wie du die Sachen betrachtest. Right. I hope that wasn't too confusing. Ich hoffe, dass das nicht allzu verwirrend war. Lass uns mit Gebet abschließen. Heavenly Father, thank you for this morning. Lieber himmlischer Vater, danke für diesen Morgen. And you see that we have still so many struggles, and we ask that you will help us. Du siehst, dass wir immer noch so viele Kämpfe haben und wir bitten dich, dass du uns hilfst, That we can be the one which you are bringing to birth. dass wir diejenigen sein können, die du zur Geburt bringst. And I pray also for this day that you will give us your blessing, Ich möchte auch bitten, dass du uns heute deinen Segen gibst, that our brothers and sisters are arriving good here, unsere Geschwister gut hier ankommen and that we can make all the preparations. und dass wir alle Vorbereitungen treffen. And I also pray for the token we have, that you will be in our midst. Und auch für das Gespräch, was wir haben werden, bitte ich, dass du unter uns sein wirst. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen. Amen. Amen.